Hi und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du dir einen Schreibtisch selber bauen kannst. Dieser wird nicht nur gut aussehen, sondern auch unter der Tischplatte Schubladen oder Fächer haben und elektrisch höhenverstellbar sein. Man kann aber natürlich auch den Tisch ohne die Fächer oder ohne die Höhenverstellbarkeit bauen. Jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Zuerst habe ich die Tischplatte, die 80 x 190 cm groß ist, lackiert. Alle genauen Maßangaben findest du auch in der Videobeschreibung. Als nächstes habe ich mir die 5 Querstreben, die dann später die Fächer bilden, zugesägt. Falls ihr Schubladen einbauen wollt, müsst ihr jetzt schon die Schubladenschienen anbringen. An der einen Seite habe ich pro Querstrebe 2 Winkel angeschraubt, mit der sie dann an der Tischplatte befestigt werden. Auf der anderen Seite habe ich hier 2 Löcher vorgebohrt, hier werden die Querstreben dann mit der unteren Platte verbunden. Jetzt die Tischplatte umdrehen und hier die Querstreben mit Hilfe der Winkel befestigen. Als nächstes brauchen wir die untere Platte. Diese ist etwas kleiner als die obere und hat aus optischen Gründen und damit man besser sitzen kann, vorne eine Aussparung. Die Platte jetzt vorbohren und dann von unten an den Tisch schrauben. Um die Schubladen zu bauen, habe ich zuerst die 4 Seiten verleimt. Dabei gilt es, wenn die Diagonalen gleich sind, das Viereck im rechten Winkel ist. Dann habe ich das Ganze nochmal verschraubt, damit es auch wirklich hält. Die Schublade habe ich dann abgeschliffen und zum Schutz mit Klarlack eingesprüht. Jetzt habe ich von unten den weißen Boden angeschraubt. Wenn man das richtige Werkzeug hat, fräst man eigentlich eine Nut für den Schubladenboden, aber auch so hält es wunderbar. Dann die Schubladenschienen festschrauben und von vorne eine Frontblende befestigen. Jetzt kann man 4 Tischbeine anbringen oder ein Gestell bauen und hätte dann einen wunderschönen Schreibtisch. Ich wollte aber, dass mein Schreibtisch höhenverstellbar ist. Dazu habe ich mir beim Stahlhandel ein paar Quadratrohre zusammenschweißen lassen. Zuerst mal besteht das Gestell aus einem Rechteck, das den Tisch trägt, an dem dann auf 2 Seiten die Tischbeine angeschweißt sind. Die Tischbeine stehen dann in Füßen aus dem nächstgrößeren Quadratrohr, sodass man diese schon mal hoch und runter ziehen kann. Die 3 Teile jetzt schwarz lackieren und das Gestell dann von unten an den Tisch schrauben. Neben die Tischbeine habe ich kleine Bleche anschweißen lassen, an denen ich jetzt 2 Linearmotoren befestigt habe. Die bewegen dann den Schreibtisch hoch und runter. Ich habe meine günstig auf eBay gefunden und jeder hat eine Druckkraft von 2000 Newton, was etwa 200 Kilo entspricht. Achtet beim Kauf also darauf, dass die Druckkraft und auch die Hubweite ausreichend sind. Um die Motoren mit Strom zu versorgen, braucht man einen Trafo mit Gleichrichter. Der muss genügend Leistung und auch die richtige Spannung, in meinem Fall 24 Volt haben. Vor den Trafo habe ich noch einen Schalter installiert, um ihn ein- und ausschalten zu können. Um den Strom von der Steckdose zum Schalter zu bekommen, habe ich jetzt ein Kaltgerätekabel genommen und abgeschnitten, um die 3 Adern voneinander zu isolieren. Über diesen Schalter laufen dann 230 Volt, also lasst unbedingt eine fachkundige Person noch einmal über eure Schaltung drüber schauen. Den blauen und den braunen Leiter schließt ihr jetzt an die Eingänge von eurem Schalter an.
Auf der anderen Seite verbindet ihr ein Stück Kabel in der gleichen Art und Weise. Der grüne Schutzschalter muss jetzt verlötet und dann isoliert werden. Das Kabel führt ihr zu eurem Trafo und schließt es hier an. Der Trafo wandelt den Wechselstrom in Gleichstrom um und deshalb müssen wir jetzt auch nur noch ein zweiadriges Kabel anschließen und dieses dann zu einem WIP-Schalter führen. Die Polung spielt dabei erstmal keine Rolle. An die beiden Ausgänge des WIP-Schalters lötet ihr jetzt zwei Kabel an. Bei einem davon müssen die Farben vertauscht werden. Jetzt habe ich die Linearmotoren ebenfalls mit Kabeln verbunden. Auch hier spielt die Pullung keine Rolle, wichtig ist aber, dass ihr beide Motoren gleich polt, also zum Beispiel immer weißes und blaues Kabel zusammen. Wir haben jetzt zwei Kabel, die von den Motoren kommen und zwei Kabel für hoch und runter, die den Strom liefern. Um diese jetzt zu verbinden, brauchen wir solche Verbindungsklemmen. Alle blauen und alle braunen Kabel jetzt mit so einer Klemme verbinden. Bei Gleichstrommotoren ändert man die Richtung, indem man sie umpolt. Da wir ja vorhin einen der Drähte entgegengesetzt am WIP-Schalter festgelötet haben, bewegen sich die Motoren jetzt also rauf oder runter, je nachdem, ob wir den WIP-Schalter hoch oder runter drücken. Es kann aber passieren, dass sich der Schreibtisch in die entgegengesetzte Richtung bewegt, also nach oben fährt, wenn ihr nach unten drückt. Dann einfach die beiden Kabel, die vom WIP-Schalter kommen, umpolen. Ganz zum Schluss habe ich dann noch hinten eine Rückblende befestigt und damit ist der Schreibtisch dann fertig. Den An- und Ausschalter und den WIP-Schalter habe ich vorne in ein Schalterpanel integriert. Mit dem kann ich auch Steckdosen oder Steckdosenleisten ansteuern, sodass ich damit mein PC-System starten oder das Licht bedienen kann. Wie man so ein Schalterpanel baut, zeige ich im nächsten Video, also unbedingt den Kanal hier abonnieren oder falls das Video schon draußen ist, wird es jetzt hier eingeblendet. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ich konnte euch ein klein wenig inspirieren. Bis zum nächsten Video, ciao!